Mein Name ist Franz Ruppert. Ich bin Professor für Psychologie und Traumatherapeut. Angesichts des Dritten Weltkriegs, der sich zwischen der NATO und Russland derzeit zuspitzt, und angesichts eines globalen Kriegs gegen die Menschheit im Namen von Corona hier meine Friedensbotschaft. Kein psychisch gesunder Mensch will Krieg, führt Krieg oder bereitet einen solchen vor. Eine gesunde menschliche Psyche ist auf das Wahre, Gute und Schöne und auf ein konstruktives soziales Miteinander orientiert. Die psychologischen Wurzeln für Destruktivität und eine innere Kampf- und Kriegsbereitschaft liegen in der eigenen Kindheit. Ich bin von meinen Eltern nicht gewollt, werde von ihnen nicht geliebt und nicht vor Gewalt geschützt. Ich werde von Mama und Papa körperlich und psychisch schwer verletzt, das heißt traumatisiert. Unsere kindlichen Todesängste werden dann von unseren Eltern weg auf äußere Feinde verlagert. Ebenso die ohnmächtige Wut auf sie. Das alles geschieht unbewusst. Wer kämpft, kämpft eigentlich um Liebe und will gesehen werden. Er hat zugleich Angst vor dem übermächtigen Schmerz, der ihm mit der Liebe, bei ihm mit der Liebe verknüpft ist. Aus kindlichen Traumaopfern werden auf diese Weise Traumatäter, die weder ihr Opfer sein, noch ihr Tätersein bewusst wahrnehmen. Krieg kann nur abgespalten von den eigenen gesunden Bedürfnissen und Gefühlen mit falschen Argumenten, Lügen und Propaganda gerechtfertigt werden. Das geschieht unter anderem mit den Mitteln der Täter-Opfer-Umkehr. Der Täter klagt sein Opfer als Täter an und fühlt sich deswegen berechtigt, es zu bestrafen. Kriegstreiber sind traumatisierte Menschen, die sich mit ihrer Gewaltbereitschaft und Kälte anderen Menschen aufdrängen. Sie stellen sich auf diese Weise in den Mittelpunkt und finden Gefallen daran. Sie nähern sich von der Angst und dem Leid ihrer Mitmenschen. Sie brauchen es, dass andere von ihnen abhängig sind. Sie selbst sind innerlich leer. Krieg ist ein Versuch, von der eigenen Einsamkeit abzulenken. Krieg führt aber nicht aus der inneren Isolation heraus, sondern nur noch weiter hinein. Als Traumatäter traumatisiere ich meine eigene Psyche. Ich zerstöre nicht nur andere, sondern zugleich mich selbst. Wir können heute keinen Krieg gewinnen, den wir in unserer Kindheit bereits verloren haben. Gewalt löst keine Probleme, sondern schafft fortwährend neue. Kriege schaffen keinen Frieden, sondern legen die Saat für weitere Kriege. Aktuelle Kriege traumatisieren auch die heute noch nicht Geborenen bis hin zu 3 bis 4 Generationen danach. Der Frieden beginnt im eigenen Herzen. Er ist ein Gefühl des Wohlwollens und der Liebe für sich selbst. Wer wirklich Frieden will, muss mit sich selbst ins Reine kommen und seine kindlichen Traumata bearbeiten. Jedes zwischenmenschliche Problem, und mag es uns noch so groß und unlösbar erscheinen, ist mit einer Haltung des gegenseitigen, liebevollen Wohlwollens zu lösen. Wer das nicht glauben mag oder kann, ist herzlich eingeladen, meine traumatherapeutische Praxis kennenzulernen.